Artillerie. Müsste mein 75er Set upgraden. Bis wie viel kann ich gehen mit Low S Product? Plus 6 würde ich machen. Höher würde ich sowieso nicht upgraden. Bis plus 6. Aber wenn du nicht so viele Power Dice 4 und 6 hast, vor allem 4, dann mach lieber nur plus 5. Plus 6 kostet schon einige Power Dice. Außer du hast Glück. Also wenn du Luck hast, dann ist es nicht so krass, aber wenn du kein Glück hast, dann kostet das richtig viele Power Dice. Und Power Dice sind ja auch einiges wert. Und ehrlich gesagt, der Unterschied zwischen plus 5 und plus 6, vor allem bei einem Mage, ist gefühlt kaum vorhanden. Also unser Ziel heute ist, 1400 große Zangen zu farmen. Ich denke nicht, dass wir es ganz schaffen werden. Also ich denke, ich muss morgen dann noch mal eine Stunde ran oder so. Aber wir sind auf einem guten Weg. Also etwas weniger als 1400 Zangen. Das bedeutet Blade Gameplay ohne Ende. Wenn ich 4 Charakter habe zwischen Level 80 bis 65, ist es egal, wenn ich mit dem 65er Level mit Party of Schaden, während die anderen in der Party sind, oder habe ich dadurch Nachteile? Ja, da hast du schon Nachteile. Wieso levelst du nicht mit dem 80er Charakter? Also wenn der 65er der levelnde ist, dann darfst du nicht mit dem 80er in die Party, weil dann kriegst du nämlich keine XP mehr mit dem 65er. Lohnt es sich, mein L und der M auf 90 sperren zu lassen, um dauerhaft Envy zu farmen und nebenbei dann halt zum Beispiel meine Wunschklasse Blade anzufangen, als neuen Main spielen und durch den L finanzieren? Ja. Ja. Yes. Am besten zieht er mit Elle einfach durch und macht dann einen Blade, ist sinnvoller. Na, ich wäre es sinnvoller gewesen, direkt mit 8 Chars zu starten, aber hey! Wir sind nicht hier, um Leute zu verurteilen. Wir machen uns lediglich über sie lustig. Nur zu alter für Crass. Vielleicht. Mehr Flive spielen. Flive, das Spiel der jungen Generation. Gibt ja auch 1 Milliarde TikToks von Flive. Flive ist wieder auf dem Vormarsch. Bald spielt wieder jedes Kind Flive. Dann können sie wieder Werbung damit machen, dass schon 50 Millionen Leute Flive spielen. Und wann startest du? Lohnt es sich, Free-to-Play Universe zu spielen? Natürlich lohnt es sich, Free-to-Play Universe zu spielen. Es lohnt sich generell, Universe zu spielen. Und Free-to-Play, würde ich sogar fast behaupten, lohnt sich am meisten. Also worauf wartest du? Als ich Lord war bei Flive PC, da gab es wirklich Leute, die waren sauer auf mich. Muss man sich mal geben. Die waren sauer auf mich, weil ich bin Lord geworden und war halt nicht da. Und dann gab es halt so einen Spacko, der hat halt einfach Shops aufgemacht, supported, und ich habe halt gesagt, dass ich nicht da bin. Also die Leute hätten es wissen müssen, dass ich nicht da bin. Also halt literally nicht zu Hause. Ich war 4 Tage auf einer Fortbildung. Oder auf einem Seminar, besser gesagt. Und dann hat halt jemand einen Support-Shop aufgemacht. Support the Lord quasi, gab es immer so. Die haben einfach Star Candies in irgendeinen Scheiß reingetan, dass du halt quasi an den Lord spendest. Wenn du das Geld auch einfach per Post schicken können. Keine Ahnung, warum man die Shops gemacht hat, ehrlich gesagt. Jedenfalls haben die dann halt Shops gemacht und so getan, als wären sie ich. Und dann haben die halt, ich weiß nicht, wie viel Geld gescammt. Ein paar 100 Millionen, ein paar Milliarden vielleicht. Ich weiß es nicht. Will ich auch gar nicht wissen. Aber da waren dann Leute ernsthaft sauer auf mich, weil sie drauf reingefallen sind, dass irgendjemand anderes einen Support-Shop aufgemacht hat, das gar nicht ich war. Oder waren sie sauer auf mich, weil ich dann kein Event gemacht habe und sie trotzdem Geld gespendet haben. Also im Endeffekt waren sie sauer auf mich, dass sie sich von jemand anderem haben scammen lassen, aber auf den Scammer waren sie nicht sauer, sondern auf mich. Bruh. Durchschnittlicher Fleischspieler, würde ich sagen. Durchschnittlicher Fleischspieler. Ah. Deswegen hoffe ich, dass sie niemals das Lord-System in Flive Universe einführen. Und wenn doch, dann endlich mit den Reworks, die man sich seit Jahrzehnten wünscht. Auch, das ist jetzt nicht mehr so. Aber das Lustige, das war echt so geil. Das hätte man sich damals schon denken können, dass das langfristig keinen Sinn ergibt. Aber das alte Lord-System hat sogar so funktioniert, es wurde nur dann ein Lord gewählt, wenn mindestens, und jetzt lasst mich nicht lügen, aber ich glaube es war 30%
wenn mindestens 30% aller Charakter, die existieren, über Level 60 wählen gehen. Also eine Wahlbeteiligung von 30% in einem Online-Spiel, by the way. Von allen Charaktern aber, über 60. In einem Spiel, das Millionen von Charaktern besitzt, von denen 90% wahrscheinlich inaktiv sind. Nach etlichen Jahren natürlich. Also ich meine, jeder hat ja so viele Charakter gehabt. Und 30% oder so mussten davon wählen gehen, sonst gab es keinen Lord. Und irgendwann, als die Spieler immer weniger wurden, hattest du halt das Problem, es gibt 8 Millionen Charakter und nicht mal 5000 sind aktiv. Und das wurde niemals wieder ein Lord gewählt, weil einfach die Leute inaktiv waren. Dann haben sie es irgendwann geändert, sodass es nicht mehr 30% sein müssen. Also dass dann quasi immer ein Lord gewählt wird, scheißegal, wie viele Leute wählen gehen. Aber das war halt auch crazy. Also dass man sowas überhaupt eingeführt hat, so ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, selbst als sie es eingeführt haben, das Spiel ultra aktiv war, was war der Sinn davon, dass du gesagt hast, ach, 29% der Leute haben gewählt, das sind nur 400.000 Charakter. Ja, sorry, aber das ist zu wenig, es müssen mindestens 410.000 sein, weil sonst wird kein Lord gewählt, so. Hä? So, was war jemals der Sinn davon? Und dass es langfristig immer schwieriger werden würde, je mehr Charakter existieren, diese 30% zu hitten, das hätte man sich legit damals schon denken können, dass das irgendwann zu Problemen führen würde. Aber sehr kurzfristig und mal wieder absolut gut durchdacht. Das schaffen wir bei Landtagswahlen teilweise nicht mal. Echt? Ja. Welche Achterkonstellation ergibt sich, um später dann auch öfter Clockworks Meteor zu machen? Also wenn du es ganz ehrlich wissen willst, 4 Ringmaster und 4 Blades. Wenn du Blade als Main spielen willst, also dein Blade wird dein bestes Equipment haben, basically, oder in dein Blade wirst du das meiste Geld stecken, dann Blade. 4 Blades, 4 Amps, theoretisch. Zur Akt 3 Zeit, als es rauskam, waren die meisten Chars noch aktiv. Ja gut, ich glaube tatsächlich, dass es doch nur Charakter waren, die im letzten Jahr eingeloggt waren, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Ich glaube, es waren tatsächlich noch nur die Charakter über Level 60, die innerhalb des letzten Jahres einmal eingeloggt waren. Actually true. Ist aber trotzdem insane. Und ich meine, zum damaligen Zeitpunkt, als das rauskam, 2009, war das Spiel noch nicht sehr viel älter. Also da konntest du noch gar nicht so viel länger als ein Jahr inaktiv sein. Sag ich mal. So oder so, einfach dämlich. Das arme Ökosystem wird abgeschlachtet und es läuft im Hintergrund die glücklichste Urlaubsmusik. Welch brutales Spiel. Weißt du, was auch brutal ist? Dass meine Krabbe, die mir hinterherläuft, dabei zusieht, wie ich ihre Artgenossen töte und sie mir sogar einen Schadensbonus gibt. Also sie hilft mir sogar dabei. Das heißt, diese Krabbe tötet gerade diese anderen Schalentiere. Oder hilft auf jeden Fall dabei. Cringe. Leute, die Mathe können, sind mir grundsätzlich unsympathisch. No front, though. No front. Dieses Item. Obtained from defeating monsters. When you have 10 of these items, you can use them to play the lottery. Kürzester Itemname in der Geschichte der Menschheit. Das ist der kürzeste Itemname, den ich jemals gesehen habe. Kürzester Itemname eines MMORPGs aller Zeiten. That time my ex-girlfriend killed me and I got reincarnated in Matrika as a rare drop. Damn. Das ist ein guter Anime-Name. Nein. Ich hasse es nämlich, Besuch zu haben und deswegen lade ich niemanden zu mir nach Hause ein. Jeder, der dieses Haus betritt, wird als Fremdkörper betrachtet, den es abzustoßen gilt. Deutsche FLAF-PC-Spieler können keine Menschen sein. Was sind sie denn dann? Dämonen.
aus der Hölle.